Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute 'n neuer Song oder neuer Track von Andy Rex und Chapter 5? Ja, 5, 5, whatsoever. Chapter 5, wahrscheinlich eher. Das ganze Ding heißt Every Life Ends. Deepes Ding, haben sie aber auch recht. Deswegen umso mehr Spaß haben und nicht sich über jeden anderen Shit aufregen. Ich für meinen Teil muss es auch immer wieder lernen. Grade auf Arbeit fucke ich mich so sehr über andere Mitarbeiter ab, wenn sie nicht arbeiten. Aber sind wir mal ganz ehrlich, am Ende des Tages sollte man da vielleicht, mal ein bisschen an seinen eigenen Stellschrauben drehen und sich einfach nur auf sein Leben konzentriert. Einfach Spaß haben, einfach sein Ding durchziehen oder ihr Ding durchziehen, ne? Wie auch immer man's, jetzt sehen oder hören will. Ja, weil es halt irgendwann endet. Aber gut, jetzt gehen wir rein. Ich bin gespannt, was das Ding kann. Let's go. In time. Crazy Visual schon wieder, ey. Your deeds. Visuals haben die einfach drauf, ne? Visuals sehen immer so cool aus. Gerade so, ne, dieses Grün gegen Rot, ne, dieses Hoffnung, Grün steht da so für hoffnungsvoll und Leben so ein bisschen. Ähm, sehr, sehr geil. Rot, Feuer, Zerstörung, Ende. Müssen wir nicht drüber reden. Cool. Every life ends with us. Can face us now. Bro, es fängt an, wo ich mir schon denke so: „Okay, gut, vielleicht ist das auch nicht ein Track für mich“, aber dann scheppert's mir ja so die Fresse weg. Ends with us. Ey, Junge, mit den Kicks, da kann dein Leben auch beendet werden, wenn dir das durch deinen ganzen Körper fährt da. Hilfe! Holy shit, ey. Das finde ich so ein bisschen schade, ne, dass hier auch keine, Subtitle sind, Untertitel. Can face us now. Is this where it feels like dead? I do not know, but this is not. Es ist halt wirklich so wie im Dingens, ne, wie das Bild so gefühlt. Du hast hier so diese höheren Töne, die so irgendwie so ein bisschen so lebendig klingen und dann kommen diese krassen Kekse, die dir einfach so, von der Hölle kommen oder in die Hölle schicken. Is this where it feels like dead? I do not know, but this is not I. To others come back. Those who do wish they hadn't. I turn. Junge. Ends with us. Bro, die gehen immer dunkler, die gehen immer tiefer, diese fucking Kekse. Hilft mir her. Is this where it feels like dead? I do not know, but this is not I. To others come back. Those who do wish they hadn't. I turn.
dieser Change, der holt mich aber auch mies ab, ne? Aber ich muss halt ehrlich sagen, Andy Rex auf so tiefe Keks? Ich dachte, der war immer der Mann mit den höheren Sachen. Aber gut, das ist wahrscheinlich dann der Einfluss von Chapter 5. Junge. Und boah, Junge. Das sind aber auch wieder mies geile Kicks, ne? Hilf mir her, sind die Kicks geil. Also, bei den ersten denkst du ja schon so, okay, gut, sind tief, sind geil, scheppern. Aber genauso wie hier am Ende, ja, Junge, wie tief und wie krank die dann klingen. Hilf mir her, hilf mir her. Ja, wahnsinnig. Ballert gut, krass. Wie gesagt, auch dieses Zwischenspiel am Anfang, aber ist mir das gar nicht so aufgefallen, sondern mehr so hier in der Mitte. Dass du halt, ne, so diese höheren Töne hast, was so ein bisschen dieses Lebendige halt wiedergibt und dann kommen diese Kicks, die Musik wie so ein bisschen dunkler, tiefer alles so und dann so das so mehr so zerstört-mäßig, als würdest du alles kaputt kloppen. Finde ich schon sehr, sehr cool. Deswegen auch ein geiler Name dafür und auch ein geiles Bild. Kriegt dann noch alles nochmal ein bisschen mehr, Bedeutung, sage ich jetzt mal. Ja, scheppert gut, ey, hilf mir, ja. Junge, ist das krass. Ja, ne, wie gesagt, visuell sehr, sehr geil, finde ich sehr, sehr cool gemacht. Hier fand ich das irgendwie ein bisschen komisch, weil wir ja Wish they hadn't. weil wir da wieder diesen Drop haben und es nicht umspringt in die Frequenz oder in die Szenen von den Auftritt. Fand ich ein bisschen schade, weil ich finde, wenn du da so einen Faden drin hast, ist das noch ein bisschen geiler, ne? Also bei den Parts, sage ich jetzt mal, bei den Parts immer, ne, so ein geiles Visual und wenn es richtig durchdreht, dann wieder die geilen Bilder. Gerade auch mit den Subtitles, mit den Untertiteln, wäre es natürlich ein bisschen geiler gewesen, die ab und zu auch ein bisschen mehr zu lesen. Klar, es wird ja nicht so viel geredet, aber wenn, dann schon ganz. Natürlich ist das wieder großes und vieles Heulen, aber ich muss ja auch ein bisschen stinkerig muss ich auch sein, ne? Ja, aber nichtsdestotrotz, geiles Ding. War ja auch nicht anders zu erwarten bei Andy Rex. Wie gesagt, Chapter 5. Das ist wieder die Wie gesagt Folge, ne? Also das ist auch mein Lieblingssatz. Irgendwann werde ich Merch haben und da steht einfach drauf, wie gesagt. Ja. Aber Chapter 5, das erste Mal, dass ich die Jungs höre. Ja. Oder den Namen auf jeden Fall höre. Scheppert gut. Ich denke, dass es so ist, dass diese tieferen Kicks halt von denen kommt. Ne, dass die halt so ein bisschen mehr ihre Hände da rein getan haben. Weil Andy Rex ja so ein bisschen mehr diese höheren Kicks hatte. Wenn es nicht so ist, dann ist es so. Dann habe ich halt mal wieder ins Klo gegriffen. Aber nichtsdestotrotz, geile Kombo, hat mega Spaß gemacht. Und ja, bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ich weiß, jetzt gerade, wo ich es hier auch sehe, ihr seht es nicht, perfekt. Diesel hat ja auch einen Song released, einen Track released. Ziehen wir uns natürlich auch rein. Kommt die Tage, könnt ihr euch drauf freuen. Ja, wir schauen einfach, ne? Ich weiß, ihr feiert die Gearbox-Sachen. Ich feiere sie ja selber auch. Oder generell die ganzen Hardstyle-Sachen. Bloß will ich hier nochmal eben anmerken, ne? Wenn irgendwelche Reactions nicht kommen sollten und wir reden jetzt davon, dass jetzt irgendwie 1-2 Monate nachdem ihr irgendwas vorgeschlagen habt, dann könnt ihr eigentlich fast davon ausgehen, dass es nicht mehr kommen wird. Einfach aus dem Grund, weil es mir dann halt nicht gefällt, ne? Kann sein, dass weil ich skippe ja eben kurz durch, eben um zu hören, um zu gucken. Und wenn dann, ne, ich an den falschen Punkten halt bin, was natürlich passieren kann, dann kann es sein, dass ich keine Reaction dazu mache. Genauso aber auch, es ist ja immer tagesformabhängig. Hatte ich ja schon mal in anderen Videos gesagt. An manchen Tagen kann ich mir Gearbox
stundenlang geben. An manchen Tagen denke ich mir so, ja, okay, gut, 2 Reactions hast du jetzt gemacht, so 2 Tracks, das muss reichen. Deswegen da, aber natürlich auch bei anderen Reactions, ne? Auch so im Bilde sein. Nur mal eben so zum Ende gesagt, aber wir sehen uns trotzdem bei den meisten eurer Vorschläge. Ich glaube, das kann ich von mir behaupten. Und ja, dann sehen wir uns da. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.